und herzlich willkommen bei Marijn Caravaning, Ihrem Carthago Center West. Heute nicht aus Aldenhoven, sondern aus Aulendorf. Genauer gesagt aus Carthago City. Hier schlagen die meisten Herzen der Reisemobilisten deutlich höher. Carthago hat es trotz aller widrigen Umstände trotzdem geschafft, jetzt für die Messe 24 in Düsseldorf einen neuen C-Tourer 145 RB LE zu kreieren. Und dieses Fahrzeug stelle ich Ihnen jetzt exklusiv vor und da schlage ich vor, da kommen Sie einfach mal mit. Der C-Tourer 145 RB LE ist als teilintegrierte Variante sowie als voll integrierte Variante erhältlich. Natürlich mit den beiden beliebten Chassis-Varianten, einmal Fiat Ducato und einmal Mercedes. So ist der Fiat Ducato als teilintegrierte Variante mit 7 Meter ein tolles Reisemobil mit einer Einzelbettvariante und einem wirklich üppigen Raumgefühl. Selbstverständlich haben die Carthago-Modelle 145 RB LE die Carthago-typischen Staufächer. So hat der C-Tourer auf der Fahrerseite das nützliche und praktische Stauraumfach, welches eine lichte Höhe von 40 cm in der Klappe hat und eine lichte Höhe im Innenraum von 55 cm. Selbstverständlich kann ich hier auf dieser Seite einladen und auf der anderen Seite wieder ausladen. Außerdem ist der Klimaspeicher-Doppelboden des C-Tourers natürlich beheizt und es gibt eine Beleuchtung drin, die ich hier mit einem kleinen Kippschalter ein- und ausschalten kann. Als nächstes Fach haben wir das Gasflaschenfach. Hier passen zwei 11 Kilogramm Gasflaschen bequem nebeneinander. Besonders praktisch finde ich, dass es hier keine Barriere gibt, wo ich die Gasflasche darüber hinausheben muss, sondern ich kann sie einfach rausziehen und an meinem Bein auf dem Boden heruntergleiten lassen. Dieses Fahrzeug ist auch schon mit einer Duomatik ausgestattet, mit Crashsensor. Das heißt, wenn die eine Flasche leer ist, schaltet er automatisch um auf die nächste Flasche. Die Heckgarage des C-Tourers 145 RB LE ist mit 350 Kilo belastbar. Die lichte Einladehöhe der Türzage hier ist mit 115 cm besonders üppig ausgestattet. Die Garage hat eine Innenhöhe von 1,20 Meter. Und aufgrund des neu gestalteten Hecks des C-Tourers 145 LE-RB haben wir auch hier in der Heckgarage nochmal etwas an Platz in der Breite gewonnen. So ist die Garage nun von innen knapp 1,30 Meter breit. Man muss natürlich beachten, dass hier nochmal die Ausbuchtungen für die Rückleuchten sowie die Ausbuchtung für den Eingang bzw. für den Aufstieg in die zwei Längs-Einzelbetten verbaut ist. Das Heck des 145 LE-RB nun von den großen Geschwistern nicht mehr zu unterscheiden. Er hat nun das gleiche Heck wie der C-Line, S-Plus, E-Line und so weiter. Das Heck wurde nun quasi neu umdesignt und die Außenwölbung nach außen ermöglicht es uns im Innenraum nochmal mehr Platz für den Möbelbau sowie auch für die Heckgarage zu bekommen, bei gleichzeitiger Minimierung der Fahrzeuggesamtlänge. Natürlich sind die Außenklappen beim C-Tourer schön plan in der Seitenwand eingebaut. So haben wir keine außenliegenden Scharniere und eine Gummilippe verhindert, dass Schmutz oder Wasser in die Zage hineinläuft. Dahinter befindet sich eine zweite Dichtung, die dafür sorgt, dass die Wärme im Fahrzeug bleibt und die Kälte draußen. Übrigens, jedes Loch, welches Carthago in die Wände hineinschneidet, um beispielsweise Klappenlöcher zu machen, wird dazu verwendet, das Material, um auch daraus die Klappe zu bauen. Damit ist gewährleistet, dass wir eine einheitliche Materialstärke und einen einheitlichen Wärme- bzw. einen einheitlichen K-Wert haben, so dass wir hier uns keine Wärmebrücken mit den Klappen ins Auto hineinholen. In der Garage auf der rechten Seite ist Carthago typisch die Zentralelektrik verbaut. Hier findet man alles, was man für den schnellen Griff halt einfach benötigt. Hier sind Steckdosen verbaut, eine 12 Volt und eine 220 Volt Steckdose und das Ladegerät sowie die 12 Volt und 220 Volt Sicherungen sind hier sicher verbaut.
Gleich neben der Eingangstür ist ein praktisches Staufach verbaut, wo man Kabeltrommel, Auffahrkeile, schmutzige Wanderschuhe oder Hundenäpfe hineinbringen kann. Ach übrigens, wem es nicht aufgefallen ist, ich selber habe in den letzten 6 Monaten 8 Kilogramm abgenommen. Aber hier bei Carthago können Sie in wenigen Sekunden 39,8 Kilogramm sparen und das für 1.490 €. Es gibt nämlich ein Leichtbaupaket, wo Sie für 1.490 € eine Lithiumbatterie bekommen und noch andere Dinge halt gewichtsoptimiert dann im Fahrzeug verbaut sind oder halt optional gestrichen werden. Aber 39,8 Kilo, die lassen sich sehen. Das wäre mir persönlich für mich zu viel gewesen. Den Innenraum des C-Tourers betreten wir natürlich über die XXL Premium-Tür mit einer Breite von 63 cm. Selbstverständlich ist das Fahrzeug auch mit einer Zentralverriegelung erhältlich. Direkt im Eingangsbereich ist eine besonders große Bilgenklappe verbaut, die beim Öffnen den großen Klimaspeicher-Doppelboden preisgibt. Hier ist ein besonders großes Staufach verbaut mit einer Tiefe von bis zu 55 cm. Natürlich ist in diesem Fach auch die Fähr- und Entsorgung des Fahrzeugs verbaut, sodass ich an der Fähr- und Entsorgungsstation nicht unnötig hin und her laufen muss. Alles ist zentral hier in diesem Fach verbaut. Der Klimaspeicher-Doppelboden ist selbstverständlich beheizt und diese Wärme, die die Heizung erzeugt, wird von dieser Bodenplatte gleichmäßig aufgenommen und hat im Grunde genommen einen Fußbodenheizungseffekt. Das Staufach, was hier im Eingangsbereich rechts neben der Türe verbaut ist, kann auch von hier innen geöffnet werden durch Hochklappen des Beifahrersitzes bzw. des Mittelsitzes. Und so kann ich mir beispielsweise bei schlechtem Wetter eine Getränkeflasche bequem aus dem Innenraum, aus dem Klimaspeicher Doppelboden herausholen und ich muss das Fahrzeug nicht verlassen. 16:9 war früher. So ist das TV-Gerät im neuen 145er LERB bereits für die Facebook- und YouTube-Reels optimiert und im Hochkantformat eingebaut. Nein, Spaß beiseite, natürlich nicht. Ich kann mit einem Handgriff das TV-Gerät hier lösen. Das TV-Gerät kommt raus. Ich kann hier die Sperre lösen. Dafür brauche ich nur diesen roten Knopf zu ziehen. Und ich kann das Fernsehgerät natürlich wie gewohnt so schwenken, sodass ich hier einen riesengroßen Fernsehraum habe. Schon fast Heimkino-Effekt. Also vergessen Sie das mit den Reels. Das hätte ich schon ganz gerne. Des Weiteren sind wir hier in der Ausstattungsvariante Superieur. Der Superieur hat einen Aufpreis von und bei 3.000 € und bietet im Innenraum ein Zusammenspiel mehrerer Elemente, Designelemente, die hier zur Geltung kommen. So ist beispielsweise im Eingangsbereich hier das Holz mit Einfräsungen, die dunkel hinterlegt sind, besonders hervorgehoben und das gleiche haben wir auch hier im Garderobenbereich. Außerdem ist der ganze Eingangsbereich mit einem tollen Dekor bezogen, sodass das Fahrzeug wirklich hochmodern von innen daherkommt. Ich schlage vor, wir schauen uns jetzt mal den Küchenbereich an und dann gehen wir ins Heck, bevor wir uns die Sitzgruppe anschauen. Große Dachstaukästen mit besonders großen Klappen zieren hier den Küchenbereich. Hinter der großen Klappe befindet sich hier die optional erhältliche Kapselmaschine. Der Küchenbereich ist groß ausgearbeitet. Ich habe einen 3-Flammenkocher, der mit einer automatischen Einhandbedienung sich auch hier zünden lässt. Die Elemente, die hier drin sind, auf denen die Töpfe stehen, kann ich bequem rausnehmen, damit, wenn mal was übergekocht ist beispielsweise, ich das auch bequem reinigen kann. Die Schubladen in der C-Tourer-Kombüse sind mit automatischem Einzug und natürlich mit einem vernünftigen Besteckkasten, der in Holz gearbeitet ist und nicht in billigem Plastik. Hier finden allerhand Küchenutensilien ihren Platz und natürlich auch Dekomaterial. Dann haben wir hier nochmal ein kleines Fach für Weinflaschen hineinzustellen oder halt Gewürze und hier nochmal ein großes Fach, genau wie das hier. Der Kühlschrank von Dometic ist wie gewohnt von beiden Seiten zu öffnen und hat ein
Gefrierfach drin, welches ich bei Bedarf auch noch mal komplett rausnehmen kann, um hier noch mal die Höhe des Gefrierfaches zu erweitern. Besonders pfiffig beim 145er RB finde ich die Doppelfunktionstür. Hier kann ich mit einem Handgriff das Fahrzeug in 2 Räume separieren. Zum einen vorne in den Wohn-, Ess- bzw. Küchenbereich und zum anderen hier den Badezimmerbereich mit dem Schlafzimmer. Hierdurch erreiche ich, dass ich ein richtiges Raumbad bekomme, in dem ich mich frei bewegen kann, von der Dusche zum Waschbecken rüber und zum Toilettenraum oder gleich hier zu den Kleiderschränken, sodass ich mich morgens anziehen kann, während der Partner das Frühstück bereitet. Die Dusche im 145er ist von der Grundfläche wirklich üppig dimensioniert. Allerdings ist bauarttechnisch bedingt hier die Aussparung für den Radkasten mit eingebaut. Ich mit 1,82 Meter würde jetzt bevorzugen, mich hier auf diesem Radkasten zu stellen und zu duschen. Größer gewachsene Personen müssten dann halt hier unten stehen, hätten allerdings dann nicht mehr so viel Bewegungsfreiraum auf der linken oder halt auf der rechten Seite, je nachdem, wie man herumsteht. Nichtsdestotrotz, bei einem Fahrzeug von 7 Meter Gesamtlänge ist das eine besonders üppige Dusche. Optional erhältlich gibt es für den 145er eine Schiebetüre, die hier oben dann in dieser Schiene läuft, mit der ich das Schlafzimmer nochmal zum Badezimmer separieren kann. Dies ist allerdings nur optional erhältlich. Außerdem habe ich unter den Längseinzelbetten die großen Kleiderschränke verbaut, die wirklich bis unten zur Grundplatte hindurchgehen, sodass lange Teile hier aufgehangen werden können, ohne dass sie unten aufliegen und knittern. Auf der Beifahrerseite habe ich auch den Schrank so verbaut, dass ich das Fußteil hochliften kann und bequem hier an meine Kleidung herankomme. Der Aufstieg zum Schlafzimmer bzw. zu den Betten ist über die bequeme, breite Treppe möglich, sodass ich hier mit wenigen Schritten im Bett Platz nehmen kann und kann mir meine Strümpfe anziehen oder sonstiges. Ich habe hier also eine vernünftige Sitzhöhe und Kopffreiheit. Das Bett in der Gesamtlänge von 2,5 Meter lässt also auch keine Wünsche offen. Hier im Heckbereich sind USB-Steckdosen auf beiden Seiten verbaut und eine 220 Volt Steckdose und natürlich ist hier auch eine verstellbare Leseleuchte. Außerdem haben wir hier im Heck wirklich sehr große, üppige Dachstaukästen ringsum verbaut, die auch eine vernünftige Tiefe haben, sodass man T-Shirts hier ordentlich einbringen kann. Trotz einer Fahrzeuglänge von nur 7 Meter habe ich hier ein komplettes und vollwertiges 4-Personen-Reisemobil. Mit wenigen Handgriffen ist das Hubbett im Frontbereich heruntergeklappt und 2 weitere Personen haben einen festen Schlafplatz. Ich möchte darauf hinweisen, dass das Hallenschuhe sind, die noch keinen Straßenbelag gesehen haben. Auch dieses Bett ist üppig ausgestattet, sodass hier 2 erwachsene Personen oder natürlich Kinder bequem schlafen können. Auch hier ist eine LED-Leuchte verbaut, die dich mit einem Kippschalter ein- und ausschalten lässt. In der Sitzgruppe haben 5 oder 6 Personen Platz. Ganz bequem ist es natürlich für 4 oder 5 Personen. Der Tisch lässt sich durch einfaches Drücken des Tasters, der unten im Fußbereich verbaut ist, lösen und er kann in allen Richtungen verstellt werden. Er kann gedreht werden und er kann in der Längs- und Querrichtung verdreht werden. Und wenn ich jetzt noch meinen Fernseher ausklappe, habe ich hier eine wirklich wunderschöne Fernsehlounge. Optional lässt sich auch diese Sitzgruppe zu einer Schlafgelegenheit umbauen. Dazu wird werkseitig dieses Tischbein gegen ein Teleskoptischbein ausgetauscht und dann kann man den Tisch herunterklappen und ein Zusatzkeil ermöglicht es hier, dass nochmal 2 weitere Personen schlafen können. Als Basischassis steht, wie schon gesagt, Mercedes und Fiat zur Verfügung. Der Fiat einmal mit 140 und einmal mit 180 PS und natürlich auch mit Automatikgetriebe sowie als Schaltgetriebe. Der Mercedes-Benz ist mit 150 oder optional mit 170 PS erhältlich. Serienmäßig haben alle integrierten Fahrzeuge den Carthago Full LED Scheinwerfer verbaut.
Ich finde, dass Carthago hier mit dem neuen C-Tourer 145 LERB eine besonders gelungene Symbiose gelungen ist, wo man ein ideales Einsteigermobil bekommt mit einem wirklich edlen, anmutigen Innendesign und Außendesign. Außerdem ist er bis ins letzte Detail praktisch und detailgetreu durchdacht worden. Das hier gezeigte Fahrzeug war nun die Ausstattungsvariante Superieur mit Alufelgen, einem besonderen Außendesign und einem Design-Kühlergrill sowie auch der Innenausstattung, die aus mehreren Materialien, verschiedenen Materialien besteht. Das Grundfahrzeug schauen wir uns jetzt von innen an. Natürlich gibt es den C-Tourer 145 auch mit der Option Endfall-Hubbett. Hier haben dann die Dachstaukästen einen Rundumlauf und ich kann bis vorne zum Fahrerhaus komplett stehen. Die hier gezeigte Variante ist in der Stilwelt Casablanca verbaut. Casablanca ist wesentlich heller vom Holzkorpus her und die Möbelklappen sind komplett in Elfenbein gehalten. Auffallend ist direkt, dass beim Grundmodell die sogenannte Vertikalwelle wieder ihren Einzug bekommt und die Kaffeemaschine hier in der Vertikalwelle verbaut ist. Außerdem werden die Klappen wieder konventionell über den Griff geöffnet, der von außen verbaut ist und nicht wie beim Superieur durch den innenliegenden Griff. Ansonsten ist das Fahrzeug bautechnisch komplett identisch wie der Superieur. So, das war es auch schon wieder mit unserer Roomtour um den neuen C-Tourer 145 LERB. Der 145 LERB ist für mich ein Fahrzeug, mit dem Carthago in das Modelljahr 24 mit einem wirklich tollen Grundriss in der 3,5 Tonnen Klasse startet. Und ich glaube, das Fahrzeug hat eine absolute Daseinsberechtigung und erfüllt alle Kriterien, die wir als Camper an ein solches Fahrzeug stellen. Ach übrigens, der 145er LERB wird exklusiv erstmalig auf der Messe in Düsseldorf sowie auf einigen Handelsplätzen, wie auch auf unserem, exklusiv für Sie vorgestellt. Das heißt, Sie können zur Messe gehen oder Sie kommen gleich zu uns, zum Rhein-Caravaning auf den Handelsplatz. Hier wird das Fahrzeug schon vor Messebeginn ausgestellt. Also, wir sehen uns entweder persönlich in Düsseldorf oder bei uns auf dem Handelsplatz in Aldenhoven. Weitere Informationen zu diesem Video unter www.carthago-center.de oder auf unserer Facebook-Seite unter Rhein-Caravaning. Tschüss!